OpenAI ist erwachsen geworden. ChatGPT hat jetzt GPT-5 und wir sehen jetzt einige Sachen, die wir vorher nicht gesehen haben. Und wie soll ich zusammenfassen? Ja, das, was ihr von Apple, von den großen Keynotes gewohnt seid, das gibt es jetzt bei OpenAI. Sie sind endlich nicht mehr in der WG-Küche, sondern auf der großen Bühne. Und es gibt einiges zu sagen zu GPT-5. One very, very big thing. Und hier geht es darum, euch zu zeigen, was ihr im Alltag damit machen könnt, was das für jeden von euch bedeutet, dass jetzt auf einmal in eurer ChatGPT-App da steht, das ist GPT-5 und das Ganze so bunt. Von Apple seid ihr gewohnt, dass da kommt. But there is one more thing. Ich würde sagen, bei OpenAI müsste es heißen, there's one big thing. Und dieses One Big Thing, ich nehme es mal direkt raus, ist GPT-5 als neues, starkes, mächtiges Modell ist für jeden von uns verfügbar. Das heißt, für euch, die Free-User sind, Plus-User und auch die Pro-User, haben alle GPT-5. Und was ist das Big Thing dahinter? Large Language Models brauchen vor allem Daten, Daten, Daten. Das heißt, die mit Abstand größte App für KI, ChatGPT, die von 700 Millionen Menschen jede Woche benutzt wird und Millionen von Firmen die nutzen, bekommt jetzt über diesen Free Plan, den alle benutzen, unfassbare Mengen an Daten. Ganz ehrlich, damit hat OpenAI echt ein dickes Ding rausgehauen und alle anderen unter Druck gesetzt. Denn alle anderen haben auch starke Modelle, aber gefühlt nicht so einen Zugriff auf so viele Menschen. Und das macht einen riesen Unterschied. Und das Krasse ist mir klar geworden, ich saß da gestern, habe diese Keynote gesehen und war, warte mal, wie lange haben wir jetzt den O1 Pro Mode? Wie viele Jahre? Nein, es war Dezember. Es sind Monate her. Das ist krass. OpenAI hat tatsächlich ein neues Modell rausgebracht. Die ganzen Jahre davor haben wir immer nur Updates gesehen von 4.5, 4.1 und so weiter. Reasoning, Non-Reasoning, also denkende Modelle, nicht denkende Modelle. Und jetzt haben sie das erste Mal, dass ein wirklich neues Modell rauskommt. Also seit GPT-4, das muss gewesen sein, März 23, glaube ich. Da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte so, okay, wow, krass, jetzt werden die Modelle echt gut. Ich hatte eben gerade mit dem GPT-5 Pro Mode einen Moment, wo ich dachte so, okay, krass, diese Antwort macht jetzt das Ganze deutlich zugänglicher. Das Modell in der App ChatGPT, also was dahinter liegt, was die meisten Menschen gar nicht ändern, das sorgt dafür, dass diese Intelligenz überhaupt spürbar wird. Und das ist durchaus eine emotionale Sache. Die bemerkt man durch kleine Nuancierungen, kleine Formulierungen, wie es immer besser und immer nützlicher wird. Und das ist das, was sich jetzt gerade geändert hat. Das heißt, sie haben den Motor innerhalb von ChatGPT ausgetauscht, das Modell, und das wird jetzt doch schon sehr impactful. Und Altman hat selber gesagt, ihn nervt diese Auswahlmöglichkeit an Modellen. Und ehrlicherweise, es hat niemand geändert. Also die Pros ja, aber im Alltag sehe ich niemanden, der das geändert hat. Und das hat OpenAI jetzt aufgeräumt. Das heißt, ihr könnt jetzt in der App unterscheiden zwischen Thinking oder ganz normal GPT-5 oder die Pro-User können auch GPT-5 Pro einschalten. Aber selbst wenn ihr nichts einschaltet, wenn das Modell denkende Kapazitäten braucht, also ich selbst überlegen muss, okay, das ist jetzt schwierig, dann macht es das von alleine. Und ich habe heute Morgen 2, 3 Fragen rausgehauen, da hat das Modell gesagt, ich brauche gar nicht drüber nachdenken. Ich habe es einfach rausgegeben, das war super schnell. Und ich habe immer gedacht vorher, das muss jetzt unbedingt denken, muss es gar nicht. Manchmal zerdenkt man halt auch Sachen. Man muss manchmal nicht so viel drüber nachdenken. Wir haben jetzt hier mehr und mehr einen echten Teammate. Wir haben einen Companion, wir haben einen Coach, wir haben wirklich einen Assistant in der Hosentasche, so wie wir das mal prognostiziert haben. Das heißt, ich kann es mir so vorstellen, als wenn es ein kleines Team von Referenten, Assistenten, Fachexperten, Leuten mit Spezialwissen und so weiter ist oder Leute, die ganz viele wiederholende Aufgaben machen. Das heißt, ich habe wie eine kleine Firma direkt im Zugriff. You get access to an entire team of PhD-level experts in your pocket, helping you with whatever you want to do. Man merkt in den Antworten, wie viel nuancierter das Ganze wird und wie viel besser in der Qualität. Also gerade das Thema Halluzinationen spielt halt eine signifikante Rolle, denn viele Menschen verwenden ChatGPT auch für medizinische Hilfe. Das heißt, sie lassen sich Sachen einordnen und so weiter. Und die Benchmarks von OpenAI zeigen, dass sogar das GPT-5 Mini-Modell besser ist als das normale GPT-5-Modell für Medical Advice. Also da auch nicht immer sagen, ich brauche das Bessere und so weiter, sondern das Mini haben auch die Free-User wirklich im breiten Zugriff. Und ich vermute, es liegt auch daran, dass das so gut ist, weil eben viele Leute, gerade in den USA, die nicht so gut an medizinische Unterstützung rankommen, diese Tools genutzt haben, genau dafür. Und deswegen sind die Trainingsdaten auch voll davon. Ist aber nur eine reine Vermutung. Das heißt, ihr habt dieses Feature, weniger Halluzination,
bessere Verlässlichkeit auf die Antworten und man wird immer noch eine Restunwahrscheinlichkeit haben, dass es passt. Aber da versucht OpenAI das immer stärker zu reduzieren und damit erhöht sich dramatisch die Nützlichkeit der Anwendung und eben auch dieses Thema Vertrauen in die Anwendung, was ja einen riesen Punkt ausmacht. Last October, our lives were turned completely upside down when I was diagnosed with 3 different cancers, including an aggressive form of breast cancer, at the age of 39, all within 1 week. And there's just absolutely nothing that prepares you to receive news like this. So I turned to ChatGPT to gain knowledge and understand the nuances of my case. And again, within minutes, it gave me a breakdown that not only matched what the doctors had already shared with us, but was much more thorough than anything that could fit into a 30-minute consultation. Ich glaube, vor noch einem Jahr oder 1,5 Jahren hätte OpenAI gesagt, ja, aber bloß nicht dafür verwenden und so weiter. Und jetzt haben sie in der Hauptpräsentation dieses Feature mit drin. Das ist wirklich krass. Das ist ein direkter Angriff auf, oder was heißt Angriff? Es ist eigentlich ist ja eine super Sache, weil es eben plötzlich jeder im Zugriff hat. Heißt aber auch, man muss lernen, damit richtig umzugehen. Wie beziehe ich meinen Arzt, meine Ärzte mit ein? Ne? Wann sage ich wem, was ich mache und so weiter, weil Menschen googeln Krankheiten und Menschen fragen ChatGPT nach, was habe ich, was fehlt mir. Das finde ich schon krass. Also, dass wir das überhaupt gar nicht mehr in Frage stellen, das ist halt ein Thema, das ist schon heftig. Und das Thema Vertrauen und Companionship möchte ich in das nächste Feature bringen und hervorheben. Und das haben sie auch tatsächlich dann präsentiert, nämlich das ganze Thema Advanced Voice Mode. Das heißt, dieses völlig natürliche Unterhalten mit ChatGPT. Und das werden sie auch brauchen, wenn sie ein eigenes Device rausbringen. Aber viele Menschen benutzen ChatGPT eben als Sprachcompanion. Ich sehe meine Kinder, denen ich an der Seite stehe, wenn sie KI benutzen. Sie dürfen das machen, aber ein Beispiel ist, meine Tochter hat neulich einen Kuchen gebacken und war so, nee, lass mal Papa, ich komme klar. Und dann höre ich die ganze Zeit diese Unterhaltung mit ChatGPT und sie hat sich völlig natürlich mit der App unterhalten. Und ich mache das auch, aber ich erlebe viele Erwachsene, denen das noch echt schwer fällt. Wenn du keine Backform zur Hand hast, kannst du auch eine hitzebeständige Auflaufform nehmen. Und dieser Voice Mode ist jetzt mit der neuen Funktion noch mal besser geworden, auch für Leute, die den Free-Account haben. Das heißt, man wird sich mit deutlicher Wahrscheinlichkeit mehr und mehr dran gewöhnen. Und das Zweite ist, man kann nuancierter diese Stimme anpassen. Also wenn man jetzt Sprachen lernt oder diesen Study-Modus einschaltet, wenn man sagt, man lernt etwas und möchte das erklärt bekommen, wiederhole das nochmal, betone das und so weiter. Das lässt sich alles dann entsprechend machen und man muss es eben nur ChatGPT sagen und es passt es dann an. So when it comes to Korean, could you speak that part really slowly? Because I'm a beginner and I want to hear every word clearly. 물론이죠. 그럼 정말 천천히 말해볼게요. 안녕하세요. 아메리카노 한 잔 주세요. 이렇게 하나씩 또박또박 말해보면 도움이 될 거예요. Ihr müsst es selber einfach mal ausprobieren, wenn ihr sagt, ich habe das nie gemacht. Passt die Stimme so an, dass sie euch gefällt und merkt mal, wie wichtig und wie vertrauensbildend Stimme ist. Deswegen lasse ich auch meine Kinder nie alleine mit KI arbeiten, weil wir haben nichts Vertrauensbildenderes als eine Stimme, der man dann irgendwann glaubt, was sie da erzählt. Und das ist wichtig, den Kids auch mit beizubringen, dass man dann nicht einfach alles nur so nimmt. Und ein letzter Satz, gepaart mit Voice Mode und dem Kontext, wird halt ChatGPT mehr und mehr zu meiner KI und nicht mehr zu einer KI. Und das ist ein Riesenunterschied. Menschen werden sich halt wohler damit fühlen, das wird stickier und dieses Thema, es wird zu deiner KI, das ist eigentlich die ganze Magic dahinter. Und man braucht nicht mehr irgendwelche wilden Prompts teilen, weil das Ding halt selber die Sachen durchdenkt und für euch die Antworten gibt, dank eures Kontextes. Was mich zum nächsten Feature bringt. Connection zum Kalender, zu Dateien und zu Mail. Auch darüber habe ich schon länger gesprochen und es gibt es schon für den Agent Mode oder für Teams, aber hier jetzt nochmal in aller Klarheit. Euer ChatGPT wird ab nächste Woche mit dem Pro-Account und dann irgendwann auch mit den normalen Accounts und mit Sicherheit auch mit den Free-Accounts. Euer ChatGPT wird Zugriff haben und ihr werdet ihm Zugriff geben. Ich bin mir sehr sicher. Auf eure Mails, auf eure Dateien und auf euren Kalender. Eure KI wird deswegen strong, weil sie euren Kontext kennt und dann darauf zugreifen kann auf, wo finde ich eine Lücke in meinem Kalender und ChatGPT sucht diese Lücke raus. Diese Übungen haben wir letztes Jahr mal gezeigt, wie man sie machen kann, als ich meinte, einen Tag in meinem Leben mit ChatGPT oder mit KI. Man musste relativ viel Aufwand betreiben, um beispielsweise Lücken im Kalender zu finden. Das ist nicht einfach, das ist schon für Menschen nicht einfach, aber das ist für eine KI nicht einfach. Jetzt gebe ich einfach ein und sage, wo finde ich denn eine Lücke für meine kreative Zeit? Und die KI sucht mir diese Lücke raus. Und das gibt so eine Idee von der Richtung, in die es geht, dass man wirklich sagt, ey,
irgendwie komme ich mit meinem Leben hier nicht klar. Ich finde überhaupt keine Lücke mehr für irgendwas. Und ChatGPT von alleine anfängt aufzuräumen und die Sachen quasi aus dem Kalender zu nehmen. Bisher ist das alles noch sehr händisch, aber das wird halt kommen. Und das ist ein krasses Feature und dass das dann für alle möglich sein wird und im Zugriff zeigt eben auch wieder den Scale. Und ich bin mir sehr sicher, das macht abhängig irgendwann. Kommen wir mal zu den Arbeits-Use-Cases, die ich spannend finde. Und ich habe mich ja neulich im Agent-Video schon so drüber aufgeregt, dass ChatGPT Agent Mode jetzt PowerPoint-Präsentationen machen kann. Dass das jetzt die Milliarden sind, für die wir dann Geld ausgeben. Anscheinend müssen so viele User von ChatGPT, und das ist quasi das gesamte Internet, gesagt haben, ChatGPT kann mir noch nicht die PowerPoint machen, dass die sich jetzt rangesetzt haben und ihr Geld da reingesteckt haben, dass das verdammte Ding PowerPoint-Folien macht. Aber das Thema, dass ich quasi einen Prompt nehme und ich kann mir aus meinetwegen meinen Finanzdaten ein interaktives Dashboard coden lassen. Mit einem Prompt. Also GPT-5 erkennt dann innerhalb von ChatGPT, okay, User will ein Dashboard haben, bababab und so weiter. Und ich lasse mir dieses Dashboard bauen und bekomme dann, wie beispielsweise auch jetzt schon in Google, Gemini und Co., eine interaktive Seite. Claude kann das auch. Nichtsdestotrotz, hier haben jetzt die meisten Menschen den Zugriff drauf. Und was jetzt kommen wird, ist, glaube ich, dass mehr und mehr Menschen verstehen, ach cool, ich kann meine Daten interaktiver präsentieren. Ich kann wie eine kleine Anwendung dafür bauen. Und da ist wieder der Punkt, den ich schon mal meinte, es fehlt dann eher an den Ideen als an den Möglichkeiten. Und dass irgendwann jetzt Finanzdaten meinetwegen mit einem interaktiven Dashboard mit einem Prompt generiert werden statt in einer Excel-Tabelle, finde ich halt mega. Ich glaube nicht, dass komplexe End-User-Anwendungen weiterhin mit einem Prompt gebaut werden können. Jetzt gerade. Es zeigt aber ganz klar die Richtung. Das heißt, Prompt zu App, we're getting closer. Wie gesagt, OpenAI hat den großen Knüppel rausgeholt und einmal auf Anthropic draufgehauen, die letzte Woche oder Anfang dieser Woche, ich weiß es schon gar nicht mehr, Opus 4.1 präsentiert haben, was alle Benchmarks wieder umgehauen hat und jetzt kommt GPT-5. Also dieses Rennen bleibt da. Aber, hier kommt das große Aber. Wir werden vermutlich spezialisiertere Modelle sehen für bestimmte Anwendungsbereiche, sodass man sagen wird als Vibe-Coder, als Coder, ich benutze immer ein Set an Tools. Ich als Pro-User werde immer ein Set an Tools benutzen. Übrigens, wenn ihr zu diesen Pros gehört, dann habe ich was für euch. Wir haben bei Blackboard jetzt das dritte Team, die dritte Kohorte von unserem 12-Week AI Excellence, das heißt in 12 Wochen zum absoluten Pro-User zu werden. Das startet jetzt, weil die ersten 2 waren jetzt sehr schnell ausgebucht und deswegen könnt ihr unter shop.blackboard.com euch anmelden, bewerben für dieses Programm, denn wir haben tatsächlich immer nur limitierte Plätze pro Kohorte, die das Ganze macht. Wenn ihr aber eben sagt, ich glaube, da ist mehr als einfach nur die ChatGPT-App hinter diesem ganzen KI-Thema, dann wäre das was für euch. So, jetzt bleibt die große Frage, wird jetzt KI die Welt übernehmen und ist das jetzt AGI? Ich sage, weder wird KI die Welt übernehmen, noch ist das AGI, aber das ist meine nüchterne, einfache, schlichte Meinung. Warum? Das, was wir hier haben, ist ein unfassbar mächtiges Tool und es ändert tatsächlich im Nutzungsalltag wahnsinnig viel und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Wir haben trotzdem immer noch, auch bei den ganzen Agents, die da laufen und so weiter, immer noch Restungenauigkeiten, wie in der Anfangszeit mit den Computern. Die Computer haben nicht die Welt übernommen, aber sie beeinflussen halt jeden Teilbereich. Und OpenAI hat neue Security-Features vorgestellt und die finde ich richtig und gut, denn, wie gesagt, Milliarden von Menschen nutzen dieses Tool, diese App und wenn dann halt Kinder oder Jugendliche oder Leute, die halt irgendwie wilde Ideen haben, das benutzen, dann finde ich es wichtig, auch diesen Bereich immer weiter nach vorne zu bringen. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Und insofern sage ich, als Anbieter, der halt so groß ist, denn das ist das wirklich Big Thing dahinter, the one big thing, muss man da etwas tun. Und ich finde Anthropics Ansatz immer noch ein bisschen besser als den von OpenAI, aber OpenAI hat jetzt hier deutlich nachgelegt und klar, ein Pro-User wird immer wieder drum herum kommen, keine Frage. Aber für End-User finde ich es richtig und wichtig, dass wir auch merken, so, das ist jetzt eine gute Frage, die man KI stellen sollte und die nicht. Also, mein Eindruck ist, das Ding ist schon strong. Ich hatte heute Morgen den GPT-5 Pro-Mode laufen und ich merke, die Antworten sind deutlich zugänglicher. Und ich weiß ganz genau, that's the real magic. Das fühlt sich irgendwie geil an, wenn das dann so nuanciert rauskommt. Und ich würde das jetzt mal über die nächsten Wochen weiter detailliert beobachten und euch teilen. Aber mein Eindruck ist, ziemlich stronger Aufschlag. Ganz viele Menschen werden sagen, ja, das ist jetzt mal noch nicht AGI, OpenAI, was ist los? OpenAI ist weiter unter Druck, das hat man auch gemerkt in der Präsentation. Aber hey, Druck ist nicht unbedingt nur schlecht. Insofern, da passiert auch einiges und deswegen glaube ich, es bleibt exciting dieses Jahr zu sehen, denn wir haben erst August. Jetzt darfst du nochmal deinen exklusiven Tipp abgeben, wann GPT 6 rauskommt.
Ich glaube, mit dieser Präsentation haben sie angefangen, die jährlichen Updates zu machen, so wie Apple. Und jetzt müssen sie jedes Jahr im Herbst eine Keynote geben und man erwartet das neue Modell. Meinst du nächstes Jahr? Ja. Okay. Let's see.